Ich bin Philipp Grötzinger und das ist mein Bild Rise Like Lions After Slumber, ein Titel von Percy Shelley, wo er auf den Arbeiteraufstand in Manchester drauf eingeht. Und gleichzeitig finde ich es aber einen sehr hoffnungsvollen Titel bei letztendlich einem dystopischen Bild. Ich interessiere mich nämlich für Science-Fiction-Filme aus den 70ern und 80ern und gleichzeitig für den ersten Bericht vom Club of Rome, wo es ja darum geht, dass wir eine Überbevölkerung bekommen. Eigentlich war das die größere Angst und schon aber Klimawandel. Und es ist interessant, dass das jetzt genau 50 Jahre her ist. Und das versuche ich in meinem Bild zu thematisieren, sozusagen Fragmente unserer Zukunft, aber gleichzeitig positiven Utopien. Aber ich möchte trotzdem zeigen, okay, wenn wir so weitermachen, dann landen wir in einer dystopischen Welt. Ich versuche so ein ausgeglichenes Bild zu machen und letztendlich geht es mir fast schon um so einen klassischen Verlauf, ne? Also Indigo oben, Indigo unten. Es gibt ja verschiedene Aufbautheorien. Wie baue ich ein gutes Bild auf? Das sollte ja dann auch so Elemente haben und dann sind das ja so Art Besucheruntertassen, ich nenne das immer die Marshmallows, also diese komischen, wie so Aufnahmegeräte, die durch die Gegend schwimmen oder schweben und so. Aber es ist ja keine Illustration, es geht immer sozusagen auch um Interpretation des Betrachters. Das ist mir auch wichtig, dass da noch Raum ist. Also dass, wenn man das Bild sieht, dass man so ein Gefühl kriegt, aber was man sieht, das soll man schon noch für sich selber dekodieren. Ich sehe mich aber sozusagen doch noch in der Tradition fast schon der romantischen Malerei, aber natürlich neu interpretiert, weil wir sind ja nicht mehr im 19. und 20. Jahrhundert, wir sind nun mal im 21. Jahrhundert und haben Probleme und Vorstellungen. Allein ich interessiere mich ja auch für KI und mache auch Filme und lasse Programme gegeneinander arbeiten. Das fließt natürlich auch wieder zurück in die Malerei. Also es ist nicht klassische Malerei, aber ich finde, Malerei ist nie tot, wird immer tot gesagt, ist es aber nicht.